Hi, in diesem Video zeige ich dir einmal, wie die ganzen Previews in Xcode funktionieren, denn hier gibt es immer schon mal ein paar Tricks und Kniffe, dass diese auch vernünftig funktionieren. Außerdem gibt es hier sehr viele Features, die sehr wichtig bzw. nützlich sind, so dass du schneller entwickeln kannst. Und ich würde auch mal sagen, wir fangen direkt an. Fangen wir einmal ganz am Anfang an, was überhaupt Previews sind. Wie der Name Preview schon sagt, ist eine Preview eine Vorschau und in dem Falle von unserem SwiftUI-Code. Denn häufig ist es so, dass wir nicht komplett die App einmal starten wollen, um kleinere Funktionen zu testen, sondern in unserem Fall können wir das sogar schon in Xcode selber sehen, ohne die App in echt zu starten. Dafür gibt es aber ein paar Randbedingungen, damit wir das Ganze sehen können. Wir brauchen hier in unserem Code immer dieses Hashtag Preview, wo wir dann einmal die View angeben, die wir anzeigen wollen. Angezeigt wird uns dann einmal die View im Standard hier rechts. Das muss aber potenziell auch eingeschaltet sein, falls das zufällig bei euch ausgeschaltet ist. Das können wir einmal hier oben machen, indem wir hier einmal das Canvas einschalten oder alternativ mit dem Shortcut Option Command Enter. Das heißt, falls das bei euch so aussehen sollte und ihr habt hier unten eine Preview stehen, aber es wird hier rechts nichts angezeigt, dann können wir das Ganze hier einstellen. Wir haben hier auch nochmal die Möglichkeit, das Layout zu ändern, indem wir auch einmal hier drauf gehen und zum Beispiel Canvas on Bottom machen und dann wird das einmal hier unter unserem Code angezeigt und nicht mehr rechts daneben, wenn das eure persönliche Präferenz ist. Ich habe es immer lieber rechts, passt jetzt auch besser zum Video. Dann haben wir hier oben einmal so eine Stecknadel. Wenn wir die Stecknadel anhaken, können wir zum Beispiel auch die Datei wechseln und die Preview bleibt bestehen, obwohl wir gerade in einer anderen Datei sind und diese Datei keine Preview hat. Wenn wir es natürlich abhaken, verschwindet die wieder, weil nur in unserer Content View eine Preview ist. Hier können auch potenziell noch mehrere Previews angezeigt werden. Wie das funktioniert, dazu kommen wir jetzt gleich. Mit der Preview können wir auch immer interagieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Button haben, in dem Falle habe ich jetzt einmal einen Button angelegt, der Drück mich heißt, können wir den in der Preview sogar testen. Passieren hierauf jetzt Ereignisse, zum Beispiel, dass sich jetzt irgendwie die Farbe ändert, würde uns das in der Preview auch angezeigt werden. Also hier, das ist wirklich praktisch so eine Art echtes iPhone, was an unserem Quellcode ausführt. In dem Falle mache ich eine Konsolenausgabe. Konsolenausgaben werden auch angezeigt. Dafür können wir hier unten rechts einmal die Konsole öffnen und falls sie jetzt bei euch hier ausgeblendet ist, können wir die hier einmal einblenden und haben jetzt hier zwei Registerkarten, einmal Executable und einmal Canvas. Canvas ist jetzt die Konsole hier von unserer Preview und hier wurde jetzt auch eben ausgegeben. Ich wurde gedrückt, weil ich ja den Button gedrückt habe und wenn ich jetzt hier noch ein paar Mal drauf drücke, wird das auch ausgegeben. Das heißt, wir haben hier auch eine Konsole. In dem Fall steht das jetzt hier auf Executable, dann wäre das jetzt die Konsole, wenn wir jetzt einmal die App in unserem echten iPhone oder auf einem Simulator ausführen. Deswegen müssen wir hier auf Canvas wechseln, um halt die Konsole von unserer Preview zu haben. Machen wir einmal hier unten weiter. Hier gibt es einmal so ein Rechteck mit dem Mauszeiger. Wenn wir das einmal anklicken, können wir in unserer App auf Oberflächenkomponenten drücken, zum Beispiel hier auf den Button, und der wird uns jetzt im Code markiert, wo dieser sich befindet. Oder wenn ich etwas dahinter drücke, dann wird mir einmal der V-Stack mit dem Padding markiert und ich finde halt immer direkt die Komponente dazu. Kann halt schon mal praktisch sein, wenn wir etwas größere Apps haben, dann können wir uns damit schneller zurechtfinden, wo sich dieser Code befindet. Gehen wir einmal weiter mit diesen 6 Rechtecken. Wenn wir das einmal anklicken, dann können wir hier uns auch verschiedene Varianten von der App anschauen. Zum Beispiel, wie sich die App gerade im Light oder im Dark Mode aussieht. Wir können das jetzt auch mal was größer ziehen. Hier sehen wir jetzt einmal den Light Mode und einmal den Dark Mode. Und das gleiche ist auch einmal für die Orientation. Das heißt, hier so sieht es einmal im Porträtmodus aus, im Landscape Left oder im Landscape Right Mode. Das heißt, wir können uns hier direkt verschiedene Varianten von der App immer anschauen, während wir programmieren und können direkt schauen, ob alles gut aussieht. Das gleiche gibt es jetzt auch noch einmal für die Dynamic Type Variants. Das sind einmal die verschiedenen Schriftgrößen, die man auf einem iPhone einstellen kann. Wenn jemand halt Probleme mit den Augen hat und dann eine größere Schrift braucht, kann man sich das hier einmal anschauen, wie es für einen User aussieht, der halt die Schriftgröße vergrößert hat. Wenn wir das immer nur für eine Variante sehen möchten und damit dann zum Beispiel interagieren wollen, dann kann man jetzt hier nicht beides gleichzeitig anhaken. Dafür gibt es aber hier einmal diesen Schalter. Wenn wir hier einmal draufdrücken, können wir hier gewisse Sachen einmal einstellen, wie zum Beispiel halt die Schriftgröße, dass wir die größer stellen oder zum Beispiel die Color Scheme auf Dark Mode stellen. Und so können wir uns jetzt beides gleichzeitig anschauen, wie das mit größerer Schrift aussieht im Dark Mode und können zusätzlich jetzt noch interagieren mit der App.
Wenn du Xcode bereits mit deinem echten iPhone verbunden hast, kannst du die ganzen Previews auch direkt auf deinem iPhone anlegen. Wie du Xcode mit deinem iPhone verbindest, habe ich dir schon mal in einem Video gezeigt. Das blende ich jetzt hier oben einmal in der Infokarte ein. Und sobald du das gemacht hast, zeige ich dir jetzt, wie du das in Xcode auswählen kannst. Wichtig ist noch zu sagen, das Ganze funktioniert auch kabellos. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, dein iPhone mit einem Kabel mit deinem Mac zu verbinden, denn das geht deutlich schneller als kabellos. Wie schon gerade gesagt, können wir die Preview auch auf unserem echten iPhone anzeigen. Dafür können wir jetzt hier, wenn wir unser iPhone bereits mit Xcode verbunden haben, einmal hier draufdrücken und unser echtes Gerät, das steht jetzt hier unter Devices, auswählen und einmal anklicken. Wir können aber auch jedes beliebige andere Gerät hier einmal auswählen und wir bekommen hier auch noch Vorschläge zu Geräten, die wir hier auswählen können. Ich klicke die jetzt einmal nicht an, weil die jetzt sonst im Hintergrund erst bei mir laden müssten. Aber ihr könnt es euch ja dann vorstellen, dass dann hier einmal ein iPad angezeigt wird. Zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch verschiedene Lupen, womit wir Größeneinstellungen machen können. Zum Beispiel können wir jetzt hier einmal ganz ranzoomen, wir können hier weiter rauszoomen, die App kleiner machen. Wir können das so machen, dass es perfekt hier reinpasst. Und so weiter gibt es halt hier ein paar Einstellungen. Kommen wir jetzt einmal zur eigentlichen Preview, denn hier gibt es auch sehr viele Sachen, die wir beachten müssen oder die schief gehen können. Ich fange aber erst einmal mit den einfachen Sachen an. Und zwar können wir jetzt hier eine Preview hier anlegen, das haben wir bereits gemacht. Wir können aber auch einfach noch eine zweite Preview anlegen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie noch eine andere View hätten oder hier ein anderes Szenario mit verschiedenen Parametern testen wollen. In dem Falle würden die dann hier oben angezeigt werden und diese könnte ich jetzt hier durchwechseln, wenn ich mehrere hätte. Damit wir die unterscheiden können, können wir bei der Preview auch einen Parameter angeben, zum Beispiel Variante 2. Und in dem Falle wird mir jetzt hier oben das angezeigt, dass ich hier noch eine Variante 2 habe und könnte mir die auch einmal anzeigen. Es kann aber auch sein, dass unsere Preview einen Parameter benötigt. Wir schreiben jetzt hier einmal Preview hin und ich habe jetzt schon mal eine View vorbereitet, in dem Fall ist die Content View var und die bekommt eine Caption. Und das können wir auch ohne Probleme hier in der Preview einfach angeben, zum Beispiel Hallo YouTube. Und jetzt wird mir hier oben eine dritte Preview angezeigt und hier wird jetzt auch einmal der Inhalt von der View einfach angezeigt mit Hallo YouTube. Das heißt, wir können jetzt hier noch verschiedene Sachen machen. Oder ich mache ein Ausrufezeichen noch dahinter. Dann wird das natürlich auch direkt in der Preview angezeigt. Das nächste Szenario ist einmal, wenn wir eine View haben mit einer Binding-Variable. Dafür habe ich jetzt hier auch schon mal eine View vorbereitet. Die heißt Binding. Und hier müssen wir jetzt eine Binding-Variable übergeben. In dem Fall jetzt hier einmal Text. Und hier können wir jetzt nicht einfach einen String übergeben, weil es ist ja ein Binding. Hierfür gibt es jetzt zwei Varianten. Entweder ich kann hier einmal ein Constant machen und übergebe einmal meinen String in einen Parameter. Kann ich jetzt hier verschiedene Eingaben machen. Es kann aber sein, dass gewisse Sachen nicht richtig funktionieren, weil es sich hierbei um ein Constant handelt. Um das anders zu lösen oder etwas besser zu lösen, können wir einen neuen Property Wrapper benutzen, und zwar den addPreviewable Property Wrapper. Zudem habe ich auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich euch jetzt hier oben auch einfach mal irgendwo in der Infokarte. Und hinter dem addPreviewable Property Wrapper können wir jetzt eine ganz normale State-Variable machen und können jetzt hier einmal irgendwie Text machen, weisen ihm einen Wert zu und können jetzt diesen Wert einfach hier als Binding übergeben. Das sollte in den meisten Szenarien besser funktionieren als ein .constant. Und etwas aus eigener Sache. Ich habe eine eigene App im App Store, die Kunisvi heißt. Kunisvi begleitet dich beim Lernen von Swift und SwiftUI. Denn ich habe hier extrem viele SwiftUI-Komponenten drin, die du vielleicht noch gar nicht kennst und wie du diese in SwiftUI benutzt. Gleiche auch für Swift und hier sind auch meine Tutorials eingepflegt. Das Ganze ist wirklich extrem nützlich, wenn du ein neuer SwiftUI-Entwickler wirst oder werden möchtest, denn zum Beispiel bei jeder Komponente sind auch immer direkt die offiziellen Dokumentationen verlinkt. Du bekommst den Quellcode von der Komponente live angezeigt, selbst wenn du etwas änderst und bekommst natürlich auch direkt das neue Design angezeigt. Ich habe jetzt nochmal ein riesiges Update gemacht, das alles auch im iOS 26 Look ist. Und es gibt jetzt auch Kunisvi Pro. Mit Kunisvi Pro kannst du nochmal besondere Features freischalten, wie zum Beispiel eine Favoritenliste, eine globale Suche oder dir wird auch der Quellcode unter meinen Tutorials angezeigt, zum Beispiel auch von diesem Video, so dass du den direkt rauskopieren kannst und kannst ihn bei dir ausprobieren. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Außerdem steht auch der Quellcode für meine Patreon-Unterstützung zur Verfügung. Schau also auch gerne mal auf Patreon vorbei, Link ist dazu unten in der Videobeschreibung. Gehen wir einmal das nächste Preview-Beispiel durch, und zwar eine Content View, die eine Environment-Variable hat. Gehen wir einmal hier rüber, dann würde nämlich die Preview abstürzen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis wir die Fehlermeldung bekommen. Und wir sehen einmal, dass das Ganze jetzt abgestürzt ist, weil wir keine Environment-Variable gesetzt haben. Und das wird schon mal bei größeren Apps sehr, sehr häufig sein, dass wir irgendwie Environment-Variablen haben. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht.
blende ich euch jetzt hier oben auch einmal in der Infokarte ein. Hier müssen wir dann so wie in der Main von SwiftUI die Environment-Variablen zur Verfügung stellen. Das heißt, wir rufen jetzt hier einmal Environment auf und in dem Falle heißt meine Environment-Variable Settings und die initialisiere ich jetzt hier und übergebe die unserer View. Und wenn ich jetzt hier auf Aktualisieren drücke, dann erscheint die ganze auch. Wenn unser Environment-Objekt hier natürlich jetzt noch einen Parameter benötigen würde, dann können wir den hier auch einfach angeben. Ich habe das jetzt in dem Falle hardcodiert, sodass jetzt hier immer eine Textausgabe erfolgt. Das gleiche ist auch bei Swift Data. Wenn wir Swift Data in unserer App benutzen, dann sollten wir hier einen Model-Container angeben. Und zwar in dem Fall jetzt einmal unser Model k.self. Wenn wir hier mehrere Models haben, müssen wir das einmal in ein Array reinschreiben. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, einen In-Memory-Parameter zu setzen. Den würde ich hier in der Preview auch immer auf True setzen. Ich musste gerade noch hier oben einmal Swift Data importieren, weil wir ansonsten nicht den Model-Container zur Verfügung haben. Aber wenn wir hier einen Model-Container an unsere View übergeben, dann sollten wir hier immer In-Memory True machen, weil dann werden die Daten auch nicht persistent gespeichert und sind immer nur in der Preview verfügbar. Natürlich, wenn die Preview neu lädt, sind die Daten auch weg. Für die meisten Testfälle finde ich das aber etwas besser. Aber es kann vielleicht auch Sinn machen, wenn man nicht mal alles neu eingeben möchte, dass man das hier rauslöscht. Jetzt noch einmal zur Navigation. Einmal hier so. Jetzt muss ich noch einmal die richtige auswählen. In dem Falle ist hier das jetzt ein Navigation-Link, der eine neue View öffnen soll, ist dieser ausgegraut. Denn diese View befindet sich jetzt nicht in einem Navigation-Stack. Dann können wir hier in der Preview auch einmal ein Navigation-Stack anlegen und unsere View innerhalb dieses Navigation-Stacks aufrufen. Und dann funktioniert auch der Button und wir können die View einmal öffnen. Und das sind einmal mit die wichtigsten Prinzipien, die alle auf so etwas aufbauen. Ich kann natürlich nicht alle Randfälle berücksichtigen, aber wenn ihr Probleme habt mit eurer Preview, wird es wahrscheinlich einer von diesen Sachen sein, dass ihr zum Beispiel eine Environment-Variable befüllen müsst oder im Model-Container nicht alle Objekte oder vielleicht keine Objekte angegeben habt. Deswegen habe ich euch jetzt hier einmal viele Szenarien gezeigt, die auftreten können und wie ihr diese dann löst, falls ihr an diese Stelle kommt. Und damit haben wir jetzt einmal komplett die Previews von SwiftUI abgedeckt. Es gibt noch ein sehr nützliches Tool, damit du deinen Code zwischen verschiedenen Geräten teilen kannst oder sogar deine Freunde dazu einladen kannst, dir bei deinem Quellcode zu helfen. Dieses Tool nennt sich GitHub und in diesem Video zeige ich dir einmal, wie GitHub funktioniert und wie du damit zum Beispiel auch deinen Quellcode backuppen kannst. Wirklich extrem wichtig, das als Entwickler zu kennen.